Ja, hallo ihr Lieben. Ihr möchtet gerne wissen, welche Pinzette am besten für die Ameisenhaltung geeignet ist und wie man diese verwendet, dann schaut euch folgendes Video an. Für die Ameisenhaltung benötigt man in erster Linie Pinzetten aus Federstahl. Der Federstahl hat den Vorteil, dass man Ameisen damit greifen kann, ohne diese zu verletzen. Egal wie fest man die Pinzette zudrückt, da der Federstahl je nach Materialstärke nachgibt. Daher haben wir für unterschiedliche Zwecke verschiedene Varianten von Federstahlpinzetten verfügbar. Ich stelle euch erst einmal folgende vor. Die Pinzette Federstahl breit, Pinzette Federstahl spitz, Pinzette Federstahl lang. Die Pinzette Federstahl breit eignet sich für mittelgroße bis große Ameisen. Am besten packt ihr die Tiere von hinten kommend zwischen dem Thorax und dem Kopf, da sie so abgelenkt sind und man sie so gut festhalten kann. Die Druckstärke könnt ihr aber anhand der Position der Finger von vorne für mehr Halt oder hinten für lockeren Halt der Ameisenstärke anpassen. Die Pinzette Federstahl spitz ist für kleinere Arten geeignet, da die Druckstärke geringer ist und man hier die Greiffläche besser kontrollieren kann. Die Pinzette Federstahl lang wurde hauptsächlich für das Arbeiten im Neströhrchen entworfen. Durch die lange Greiffläche kann man die Ameisen gut in dem langen, engen Zugang greifen. Achtet darauf, dass die Greiffläche an der Pinzettenspitze immer zusammenkommt. Ihr könnt die Pinzette auch nachjustieren bzw. in die richtige Position biegen oder formen. Damit die Federstahlpinzette sicher aufbewahrt werden kann, liefern wir euch bei den neuen Modellen auch gleich eine Schutzverpackung in Form eines verschließbaren Röhrchens mit. Reinigen könnt ihr die Federstahlpinzetten mit Spülmittel unter fließend Wasser, aber auch einfach in der Spülmaschine. Schwierig wird es aber, Abfälle oder Futternäpfe mit der Federstahlpinzette zu greifen. Da haben wir hierfür eine Pinzette Kunststoff transparent, welche auch in jedem Starter-Set mitgeliefert wird, oder auch eine feste Pinzette Standard spitz, mit der man auch schwere Objekte gut greifen kann. Gerade bei Blattsternameisen kommt es häufig vor, dass Blattreste, kleine Äste am Boden großer Becken wie hier bei der 60 cm Arena herumliegen. Hier kommt dann unsere Greifzange zum Einsatz. Diese ist auch ideal bei verwinkelten Stellen, wie zum Beispiel einem Rohrsystem. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren über die verschiedenen Pinzetten, wie man sie verwendet, was dabei zu beachten ist. Ich hoffe, es war soweit interessant für euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.